So, meine Lieben, einen wundervollen guten Tag zusammen und herzlich willkommen schon wieder zu einem Reaction-Video von mir. Scheinbar kommen IT-Dokus selten allein und momentan wird sehr viel über das Thema berichtet, was wirklich, wirklich gut ist. Ich finde das super, dass endlich mal solche schwierigen Themen angesprochen werden. Gestern haben wir, oder ich habe gestern quasi für euch auf ein Video von Steuerung F über Alexa und Co. Reacted und habe dort noch ein paar Hintergrundinformationen gegeben. Heute werden wir das Ganze mit der Doku von Quarks machen, und zwar, warum das Internet so gut ist und das Darknet Gefahren birgt. Fehlt da ein Wort? Oder gehört das so? Egal. Auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich eine Doku über das Darknet sein, nehme ich an. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und ja, es geht nur 11 Minuten, deswegen schauen wir einfach mal rein. Genau. Nennen wir sie Alex. Sie ist 25 Jahre alt, genauso alt wie das World Wide Web. Ein Leben ohne Internet kennt sie nur aus Erzählung. Mit Freunden verabreden macht sie über WhatsApp mit ihrem Smartphone. Moment. Musik wählt sie aus Millionen Titeln. Sie ist 25 und kennt das Internet nur aus Erzählung. Ich bin 27 jetzt und ich kenne das Internet sehr wohl, als es noch eingeführt wurde. Also ich weiß tatsächlich noch, wie ich zu Hause war und Radiolieder aufgenommen habe mit meinem Kassettenrekorder. Und dann konnte ich die endlich hören, wann ich wollte, von wegen Spotify hier. Oder ich kenne auch noch, dass man einfach zu der Haustür von einem Freund geht und sagt, hey, hast du Zeit? So Sachen kenne ich schon noch und ich bin nur 2 Jahre älter. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den 2 Jahren wirklich so krass Unterschiede gab. Bei einem Streamingdienst aus. Aber okay. Nur das, was ihr gerade einfällt. Ihre Fotos sind alle in der Cloud. Selbst ihre Bank kennt Alex nur aus dem Internet. Auch in ihrem Studium. Da geht vieles nur noch online. Ganz anders sieht es bei ihrem Opa aus. Nennen wir ihn Frank. Hallo, Alexander. Sein Leben funktioniert noch weitgehend analog, denkt er. Aber wenn Frank mit seiner Enkelin telefoniert, geht das auch bei ihm über das Internet. Geld abheben. Vorher wird Franks Karte überprüft. Online natürlich. Franks Einkäufe im Supermarkt hängen auch vom Internet ab. Logistik- und Transportketten funktionieren größtenteils online. Die gute alte Apotheke. Hier holt Frank regelmäßig seine Tabletten. Auch deren Bestellung läuft überwiegend elektronisch. 60% der Menschen in Deutschland haben ein Smartphone. 80% sind online. Nur Das ist erst der 60? Anfang. Bald wird alles mit allem vernetzt sein. Hui. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bitte um Verständnis, dass ich anonym bleibe, denn ich spreche in den Computer ein. Hier eine ganz persönliche Auswahl. Meine 5 liebsten Computereinbrüche. Der coolste Hack. Kluge Dinge sind direkt mit dem Internet verbunden. Fernsehen, Beleuchtung oder Kühlschrank, privat oder beim Staat. Ein Gefängnis in Hessen. Im Mai 2013 haben sich Hackerkollegen in das Heizungssystem der Justizvollzugsanstalt Gießen gehackt. Sie knackten das Online-Wartungsportal und konnten dann als Servicetechniker die Regler drehen. Die Anstaltsleitung wollte den digitalen Einbruch nicht glauben. So machten die Hacker einen Vorschlag. Wir senken die Heizungstemperatur um 5 Grad. Dann wisst ihr, dass wir in eurem System sind. Innerhalb kürzester Zeit ging die Temperatur um 5 Grad runter. Der pikanteste Hack. Das ist jetzt einfach quasi Hacks vorstellen, oder wie? Also, ja, wenn wir das mal ganz kurz so zusammenfassen, dieser coolste Hack, ja, wo sie quasi auf die Heizung zugegriffen haben, da sehen wir mal wieder, das hat was mit Konfiguration zu tun. Also hier war tatsächlich das Problem, dass die Heizung von dem Gefängnis über ein Serviceportal erreichbar war. So, und ein Serviceportal ist natürlich angreifbar, weil diese Server, ja, wo das Serviceportal drauf läuft, die sind natürlich über das Internet verfügbar. Und wenn ich jetzt Zugriff auf dieses Service-Dingens habe, dann kann ich da dran rumdrehen, wie ich möchte. So, einfache Lösung hier. Das Portal muss, also klar, man kann es vielleicht nicht perfekt absichern, aber man muss es dann einfach nur lokal verfügbar machen. Das heißt, ich hab dieses Portal, also dieses Heizungsportal, wo die Servicetechniker dann rumdrehen können. Und das geht nur aus dem
Kontrollraum von der Polizeistation sozusagen oder von der Gerichtsvollzugsanstalt. Das wäre eine super einfache Lösung. Man macht das Ding einfach nicht öffentlich zugänglich, sondern eben nur über Localhost. Ja? Also, dass es quasi wirklich nur von dem normalen System verfügbar ist. Und dazu muss man halt zuerst in diese Vollzugsanstalt reingehen, muss sich dort einloggen mit zum Beispiel Wi-Fi oder eben auch mit einem ganz normalen LAN-Stecker. Ja, den steckt man in seinen Laptop rein, dann kann man dieses Portal aufrufen und schon kann man an den Reglern drehen. Das reicht für einen Servicetechniker völlig aus und man muss das nicht komplett übers Internet machen. Alternativ kann man das natürlich dann auch so machen, man kann. Also man hat quasi diese Funktion, aber wenn man merkt, dass man gehackt wird als Landesvollzugsanstalt, dann nimmt man das einfach vom Netz runter, hat dann aber noch eine Offline-Version, um diese Heizungsregler zu kontrollieren. Das heißt sozusagen die Hoheit, ja, diese Macht, dass ich die Heizung einfach unkontrolliert verändern kann, die sollte natürlich bei der Landesvollzugsanstalt sein. Das heißt, die müssen dann auch für sich sagen, okay, wenn wir den Zugang kappen, dann hat da nicht irgendjemand mehr Macht drüber und kann uns ausschalten, sondern wir können jeglichen Außenstehenden quasi rauswerfen. Das wären so einfache Lösungen, um dass das eben nicht mehr vorkommt. Eigentlich relativ simpel, man kappt einfach quasi den Zugang. Und natürlich sollte das Portal abgesichert werden, damit sowas auf die lange Frist nicht mehr herkommt. Aber man braucht auch solche Fail-Safes, weil man kann einfach nicht alle Schwachstellen finden, das geht einfach nicht. Aber ja, eigentlich relativ simpel, das zu regeln hier. Schauen wir mal weiter. Für Furore sorgten meine Hacker-Kollegen, als sie im Mai 2015 die Fremdgeh-Seite Adult Friend Finder gehackt hatten. Sie gelangten an Daten von rund 3,9 Millionen Nutzern, inklusive E-Mail und Kreditkarte, aber auch an Angaben zu sexuellen Vorlieben und außerehelichen Affären. Die Angreifer wollten die User mit den geklauten Daten erpressen. Bekämen sie nicht bis zu $100.000, würden die Daten im Netz veröffentlicht. So etwas kann in streng islamischen Ländern sehr unangenehm sein. Dort steht auf Ehebruch oder nicht nur dort. Sex teilweise die Todesstrafe. Okay. Nun wird's peinlich für die Polizei. Okay, bevor wir jetzt den nächsten Hack angucken. Ich glaube, das ist ganz geil, dass wir hier diese Hacks mal so, was hätte man besser machen können? Das habe ich mir jetzt gerade mal so überlegt. Wie gesagt, ich habe das Video vorher nicht gesehen, ich möchte da live drauf reacten. Aber was man jetzt hier hätte machen können, ist als Webseitenbetreiber die Daten zu isolieren. Das heißt, selbst wenn hier tatsächlich Daten vorliegen, ja, und selbst wenn diese Website gehackt wird, dass dann möglichst immer nur ein Microservice gehackt wird. Das heißt, eine Webseite teilt sich auf in mehrere Services, ja, in mehrere Abteilungen. Das heißt, einmal eben das Frontend, das heißt da, wo wir drauf interagieren, das, was wir als Webseite wirklich sehen, das, was ihr bei YouTube seht, das ist das Frontend. Dann gibt es aber noch ein Backend und das ist unterteilt in mehrere Teile. Und da haben wir zum einen mal die Nutzerdatenbank, dann haben wir die Logs, also quasi wann hat wer welches Video gesehen und so weiter und so fort. Und die müssen nicht zwangsläufig miteinander verknüpft sein. In der Nutzerdatenbank steht dann natürlich eure E-Mail-Adresse, euer Passwort und so weiter und so fort drin. Aber in der Log-Datenbank steht einfach nur drin, Nutzer 2 hat Video, welches Video ist das hier? Das kann man doch hier irgendwo reinmachen. Nein, verdammt, man kann es nur noch kopieren. Okay, müsste ich jetzt klein machen, ist nicht so wichtig. Aber quasi diese URL, die ihr oben seht, quasi die ID des Videos, Nutzer 2 hat ID-Video um so und so viel zu so und so viel Zeit gesehen. So, das heißt, niemand weiß, wer sich hinter dieser ID Nummer 2 versteckt. Und wenn man das bei Adult Friend Finder damals gemacht hätte, wäre das auch kein Problem gewesen. Dann wäre vielleicht diese Log-Datenbank veröffentlicht worden, aber die Nutzer wären anonym geblieben. Auf der anderen Seite, wenn die Nutzer veröffentlicht werden, dann heißt das nur, man hat sich da mal registriert, aber man weiß nicht, wann man mit wem geschrieben hat. Und damit sind diese beiden Dinger quasi nicht verschränkt. Das heißt, um wirklich diese pikanten Sachen zu veröffentlichen, braucht man mehr Zugriff als auf einen Microservice. Und diese Microservices, die kann man aber sehr gut isolieren. Das heißt, ich kann sagen, der eine Microservice ist ein Docker-Container, der andere Microservice ist ein Docker-Container. Und wenn ich diese beiden Container habe, aus Docker-Containern kann man normalerweise nicht ausbrechen. Das heißt, selbst wenn ich einen dieser Microservices gehackt habe, kann ich nicht aus diesem Container raus, sprich, ich kriege nicht mehr Daten, als ich überhaupt habe. Und dadurch kann man die Privatsphäre der Leute trotzdem schützen. Also eigentlich auch wieder, gut, es ist nicht so simpel dieses Mal, aber wenn man es richtig programmiert hat oder wenn man sich richtig drum gekümmert hat, dann hätte man das vermeiden können. Microservices haben noch ganz, ganz viele andere Vorteile. Das ist eigentlich nur so ein angenehmer Nebeneffekt, wenn ihr so wollt.
Aber der angenehmste Nebeneffekt von Microservices ist eigentlich, dass es super geil skaliert. Also ich kann quasi meine Microservices auf unendlich viele Server verteilen. Also ich kann quasi meinen User-Microservice auf nicht nur einen Server verteilen, sondern auf 100 Server oder auf 1000. Und das skaliert halt einfach viel, viel besser, weil ich da dann auch quasi mehr Performance habe. Ich kann so viele Server einschalten, wie ich möchte. Das ist einfach moderne Entwicklung von Software oder von Webanwendungen sozusagen. Super geiles Thema, könnt ihr euch gerne mal bei meinem Hauptkanal reinlesen. Der peinlichste Hack. Im Juli 2011. Daten-Super-GAU bei Zoll und Polizei. Ups. Sämtliche Server des Observationssystems Patras durch Trojaner versorgt. Die Hacker veröffentlichen Verschlüsselungscodes der Bundespolizei und können die Peilsender der Behörden nach Belieben aus- und einschalten. Oh. Ein echter Festtag für Hacker. Aber auch für Gangster, die davon wussten. Der gemeinste Hack. Okay, ich glaube, da müsste ich jetzt fast mehr Informationen haben. Da kann ich leider nicht genau sagen, was da passiert ist. Das ist zu oberflächlich. Aber lasst mich gerne wissen, ob ihr mal solche Hacks analysiert haben wollt. Ich glaube, das wäre aber eher relevant für meinen Hauptkanal. Wobei so viele von diesen großen Hacks gibt es eigentlich auch nicht. Und bei den kleineren mache ich das auch eigentlich auf dem Hauptkanal. Manchmal zumindest. Aber solche großen Dinger sind zum Glück selten. Muss man einfach so sagen, zum Glück. Ja, da kann echt schlimme Sachen passieren. In den USA kann man sie schon kaufen. Die Hello Barbie. Die Oh Gott, zuhören ja, und sprechen das habe ich kann. mitgekriegt. Hey, we can talk about school. Hello Barbies Mikrofon leitete Kinderfragen direkt in eine Cloud. Ja. Anschließend antwortete die vernetzte Puppe sinnvoll. Mit einem von rund 8000 Dialogsätzen. Well, if you're not feeling giggly now, you will by the end. Für die Hacker war Barbie ein Kinderspiel. Aus Hello Barbie wurde Abhör Barbie. Sie konnten sämtliche Gespräche im Kinderzimmer mithören und entscheiden, was Barbie antwortet. Deswegen übrigens auch absolut verboten in Deutschland, so eine Barbie, weil die eben auch auf Privatsphäre quasi scheißt. Die ist quasi wie eine Alexa, nur eben nicht so gut. Das heißt, da hört halt wirklich jemand zu. Also bei Alexa hört auch jemand zu. Es ist quasi genau dasselbe System, ja, was dahinter steckt. Und naja, im Kinderschlafzimmer ist es halt nochmal ein bisschen brisanter, würde ich jetzt mal sagen, weil Kinder sind halt unbedachter und müssen eigentlich noch mehr geschützt werden als Erwachsene. Wobei alle müssen mehr geschützt werden, deswegen, aber ja, ist ein schwieriges Thema. Aber wahrscheinlich einfach ganz normales IoT. Die Dinger sind wahrscheinlich gar nicht abgesichert gewesen. So eine Barbie ist höchstwahrscheinlich einfach nur ein ganz stinknormales IoT-System und ohne überhaupt wahrscheinlich sogar Verschlüsselung oder sowas. Aber weiß ich jetzt auch nicht genauer, was da passiert ist. Aber beschäftigen wir uns nicht mit Spielzeug, sondern mit Zerstörung. Der bedrohlichste Hack. Ich weiß, was kommt. Estland will das digitale Land sein. Schon 1997 hat Okay, ich weiß doch nicht, der was kommt. Ostseestaat alles auf digitale Anwendungen umgestellt. 2007 haben ausländische Hacker in Estland die Netzwerke von Banken, Behörden, Polizei und Regierung angegriffen und mit einer Flut von manipulierten Daten gezielt lahmgelegt. Nichts ging mehr. Auch Notrufnummern waren blockiert. Wer in so einer Situation einen Herzinfarkt erleidet, hat verloren. Bis zum nächsten Mal in Ihrem Computer. Ja. Meiner Meinung nach gab es da noch ein paar andere Hacks, die fast noch mehr Zerstörung hinter sich gelassen haben. Also ich meine, es ist ja jetzt fast schon keine Seltenheit mehr, dass Krankenhäuser attackiert werden. Es ist keine Seltenheit mehr, dass wirklich wichtige Zweige in der Industrie lahmgelegt werden durch Denial of Service, was das da übrigens war. Das war ein ganz normaler Denial of Service-Angriff. Aber auch einfach durch wirkliche Trojaner oder Kryptotrojaner Krankenhäuser lahmlegen, Systeminfrastrukturen, also wirklich von Behörden, Polizei, Krankenhäuser oder halt Krankenwägen auch, weil die auch viel IoT mittlerweile haben. Das ist alles leider mittlerweile gar nicht mehr so selten. Und ja, super gefährlich natürlich auch. Das Darknet ist der Teil des Internets, in dem man einfach alles bekommt, egal ob legal oder illegal. Das wollte ich mir mal ansehen und deshalb bin ich nach Augsburg gefahren, denn hier arbeitet und lebt jemand, der sich hervorragend auskennt mit dem Darknet und der alles darüber erklären kann. Und dieser jemand ist Moritz Bartel. Hallo Moritz. Hallo Ralf. Was brauche ich denn, um ins Darknet reinzukommen? Also wir brauchen eigentlich nicht viel. Tor-Browser ist ein speziell angepasster Browser. Ja, Also wie man das habe ich euch ja auf dem Hauptkanal auch schon gezeigt. Im Endeffekt braucht ihr nichts weiter als Tor und schon könnt ihr Webseiten im Darknet angucken. Ja? Das sind im Endeffekt
Onion-URLs. Das heißt, ihr geht nicht auf den Server direkt, sondern ihr geht halt auf andere Server und dann auf den ihr wirklich wollt. Und dadurch wird eure IP-Adresse verschleiert. Der ganze Traffic wird natürlich mehrfach verschlüsselt und eure IP-Adresse bleibt dann quasi nur der erste Hop kennt eure echte IP-Adresse und der letzte Hop wird meistens von der NSA kontrolliert. Das ist einfach so. Aber die NSA kann halt trotzdem nicht wirklich was machen, weil die nicht wissen, wer jetzt dahinter steckt. Geht halt nicht. Und natürlich gibt es keine Logs oder sowas, also es wird nichts gespeichert. Dementsprechend, die Nutzer können da auch tatsächlich meistens nicht verfolgt werden. Es gibt Fälle, da habe ich gerade auf dem Hauptkanal auch ein Video dazu gemacht. Das Video wird wahrscheinlich nach diesem Video hier rauskommen, schätze ich mal. Was haben wir heute für einen Tag? Genau. Aber es gibt Fälle, da wurden Leute mit dem Tor-Browser de-anonymisiert, aber es ist super schwer und sehr, sehr teuer. Man kennt sowas wie Firefox, ist auch auf Firefox-Basis. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Drogen kaufen möchte, wo würde man dann draufklicken? Natürlich gleich als Da allererstes. muss man sich ein bisschen umschauen, ja. Ja. Dann klicke ich mal hier auf zum Beispiel Alpha Bay Market. Das klingt vertrauenserweckend. Ja, Drugs and Weapons Marketplace. Ja, So, und jetzt sind wir auf dem Markt. okay. Und jetzt, Das darf man zeigen? Moment, halt, stopp, das darf man zeigen? Ich dachte, es wäre illegal, die Dinger zu benutzen überhaupt. Also ich meine, das könnte jetzt jeder einfach nachvollziehen. Also auf Hidden Wiki, danach kann man googeln und alles andere hat er gerade gezeigt. Da könnte man jetzt einfach, sogar der Login-Name ist da, Quarks und Kaspers, okay, gut. Man kann Drogen kaufen und ich kann mir auch Universitätsabschlüsse kaufen. Okay, wenn ich jetzt auf zum Beispiel Austria National ID Card gehe, ist gerade eine Promo läuft. Super. Ich kann 2 kaufen, bekomme einen umsonst. Wie Warum praktisch. sollte ich jetzt 200 € in die Hand nehmen und irgendwem schicken? Ich will ja irgendwie eine Garantie haben. Und das sieht man hier auch, Trust Level 5. Und das läuft eben ähnlich wie bei eBay, dass es hier die Möglichkeit gibt, dass Leute Feedback hinterlassen. Man kann raten, ob das Produkt auch wirklich sauber ist. Ist das jetzt eigentlich schon illegal? Machen wir uns strafbar, wenn wir jetzt solche Sachen gut, ja. aufrufen Sag das und mal. auswählen? Oder wo fängt das Illegale an? Weißt du das? Auf dem Niveau, wo es dann natürlich auf alle Fälle in die Strafbarkeit geht, ist, wenn wir jetzt hier auf Order klicken und was bestellen. Wofür brauchen wir denn? Also wie gesagt, ich bin der Meinung, dass auch schon das Besuchen von solchen Seiten äußerst kritisch ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da gab es in letzter Zeit sehr viele Gesetzesänderungen und ich habe absolut keinen Durchblick mehr. Also bitte macht das auf gar keinen Fall nach, was die da gerade machen. Die sind wahrscheinlich bei einer Uni oder haben rechtlich Absicherung, dass sie das für eine Doku zeigen dürfen. Aber macht das auf gar keinen Fall nach. Das kann wirklich übel für euch enden. Auch wenn ihr erstmal nicht zurückverfolgt werden könntet. Aber wie gesagt, es gibt Fälle, da wurden schon Leute de-anonymisiert. Ja, das ganze System ist wirklich ausgefuchst. Ihr könnt euch das echt so vorstellen wie Amazon, aber das werden sie wahrscheinlich gleich noch erklären. Dass in der Gesellschaft das unüberwachbar ist. Es gibt doch das Argument, wenn man nichts zu verbergen hat, ist es doch noch nicht schlimm, wenn Leute das mitkriegen. Ja, also dieses Argument finde ich immer so ein bisschen kurz gedacht. Wenn man in die Welt schaut zum Beispiel, wir haben 193 Länder und ich würde sagen, in 180 dieser Länder kann ich meine politische Meinung nicht einfach frei äußern oder laufe Gefahr, dass ich dadurch eben in den Fokus gerate von Ermittlungen, wenn ich was gegen den König schreibe oder ich schreibe was gegen die Regierung. Also wenn ich jetzt Informationen hätte, die ich sicher einem Journalisten weiterreichen möchte. Genau, also ich glaube, der bekannteste Tor-Nutzer überhaupt ist Edward Snowden. Klar. Der wusste, dass selbst die NSA sich an Tor die Zähne ausbeißt und deswegen hat er Tor benutzt, um mit Journalisten Kontakt aufzunehmen. Was übrigens nur bedingt wahr ist, wie man jetzt auch gemerkt hat, die NSA hat schon mehrere kinderpornografische Ringe über das Tor-Netzwerk ausfindig gemacht und dann de-anonymisiert. Wie gesagt, das kürzeste Beispiel oder das jüngste Beispiel kommt jetzt dann an diesem Wochenende. Ich kann leider nicht genau sagen, wann dieses Video hier erscheinen wird, aber dieses Wochenende hoffentlich schaffe ich das, dass auf meinem Hauptkanal dazu ein Video kommt. Ich verlinke das dann auch hier. Wenn ich es nicht tue, sagt mir bitte. Da wurde tatsächlich jemand de-anonymisiert, der Tails benutzt hat und das FBI hat zusammen mit Facebook ein Exploit für den Videoplayer geschrieben. Das war jemand, der hat kinderpornografisches Material gesammelt
über Erpressung und so weiter, will ich jetzt gar nicht genauer drauf eingehen, aber der hat dann tatsächlich den Videoplayer von Tails, also Tails ist quasi das Betriebssystem, das dann noch überall hin Tor benutzt, also quasi super anonym ist. Und in dem Videoplayer gab es eine Schwachstelle und die haben sie dann bei Facebook entwickeln lassen und haben dem dann ein manipuliertes Video geschickt. Und dieses Video hat er dann angeguckt und darüber wusste dann das FBI, wo er sich befindet. Also es ist nicht so, dass man nicht zurückverfolgbar wäre, aber es ist sehr unwahrscheinlich und in vielen Fällen, wie er schon sagt, hier Journalisten müssen auch geschützt werden, aber es wird natürlich dann auch auf der anderen Seite benutzt. Also man kann dort Drogen kaufen, man kann Waffen kaufen, man kann quasi alles kaufen, ja. Und das ist halt leider sehr, sehr schwer nur nachvollziehbar. Und solche Leute, also nicht solche Leute wie die Doku hier jetzt, sondern solche Leute, die solche Sachen dann, illegale Sachen dann übers Darknet machen, führen im Endeffekt auch dazu, dass dann natürlich mehr Kontrolle kommt und mehr Überwachung kommt, weil man anders denen gar nicht Herr wird. Und das ist halt so ein Teufelskreis. Die Leute, die es wirklich bräuchten, wegen denen wird es nicht verboten. Aber wenn es mehr solche illegalen Sachen geben wird, dann wird es irgendwann verboten werden. Und das ist einfach so gefährlich auch, weil viele Leute, da hängt wirklich das Leben und die politische freie Meinungsäußerung hängt da auch so ein bisschen dran. Also vielleicht nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Ländern. Inzwischen ist es so, dass verschiedene Nachrichtenplattformen, eben zum Beispiel die New York Times, eine Möglichkeit bietet, denen Informationen zukommen zu lassen. Facebook übrigens auch, also Facebook gibt es auch übers Darknet erreichbar. Das heißt, die haben einen Hidden Service. Ein Hidden Service ist quasi eine URL, also wie eine Webseiten-URL, wie facebook.com zum Beispiel, nur eben ausschließlich aus dem Darknet erreichbar. Und die haben so eine Adresse, also Facebook hat so eine Adresse, New York Times. Es ist nicht illegal, einen Hidden Service zu hosten, sondern sogar gewünscht, ausdrücklich, weil man natürlich dann dadurch auch Leuten, die vielleicht aus ihrem Land raus das nicht sehen können, also zum Beispiel in China ist das Internet zensiert, die können zum Beispiel viele Webseiten gar nicht aufrufen, also YouTube können die zum Beispiel nicht aufrufen, ja, weil die Website einfach blockiert wird, die lassen die gar nicht zu, während wenn sie natürlich ihre IP-Adresse verschleiern mehrfach, dann weiß niemand, dass die da tatsächlich YouTube aufrufen und dann können sie sich solchen Content eben ansehen. Und mit Hidden Service ist es halt nochmal besser, da ist dann auch nochmal zusätzlich anonym und die Leute können dann sich eben über politische oder generell über Sachen eben schlau machen, was sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach. Also neben Drogen und Waffen kann man auch hier albanische Mafia-Killer buchen. Ist das der Punkt, wo du denkst, oh, hätte ich das bloß niemals angefangen, sowas? Ich nehme das schon ernst und ich sehe natürlich die Möglichkeiten, die so ein Netz bietet. Aber die Frage ist, was bewirke ich, wenn ich diese Technologie verbieten würde? Also man kann sich das vorstellen wie, ich kann auch in den Baumarkt gehen und kann mir eine Axt kaufen und kann die mit Cash bezahlen und dann gehe ich um die Ecke und schlage jemanden Schädel ein. Ja. Das heißt, es gibt Werkzeug, das überall verfügbar ist, das frei verfügbar ist, wo nicht meine Identität dafür gefragt wird, was ich aber auch missbrauchen kann. Also jede Technologie bietet ein Potenzial zum Missbrauch. Das Problem ist bloß, wenn ich das jetzt verbieten würde, dann benutzen das die Kriminellen weiter. Das ist ja auch so ein bisschen ein Argument von der Waffenlobby, die ja auch sagen, es sind nicht die Waffen, die Menschen umbringen, sondern es sind andere Menschen, die Menschen umbringen. Bei einer Waffe finde ich die Argumentation schwieriger. Und da bin ich auch kein Fan von. Also ich bin nicht ein Fan von überhaupt einen Zugang zu Waffen. Aber da liegt es auch ganz anders. Da habe ich wirklich eine Waffe geschaffen. Ich betrachte Tor eben nicht als Waffe. Also im Endeffekt eine Waffe wurde quasi ausschließlich für den Zweck des Tötens geschaffen, während Tor einen guten Zweck verfolgt, auch wenn dieser Zweck missbraucht wird. Also im Endeffekt das, was die Kriminellen da machen, ist ja im Endeffekt der Missbrauch von der Technologie. Bitcoin zum Beispiel kann ja auch missbraucht werden und wird auch missbraucht, aber an sich ist die Technologie gut. An sich haben wir eine vertrauenslose Währung, jeder kann sie benutzen und ich kann damit meine ganz normalen Zahlungen machen. Bitcoin ist nichts Böses an sich oder jegliche Kryptowährung, ja. Jeder kann quasi mit Kryptowährungen bezahlen, aber manche nutzen es halt aus und investieren dann in irgendwelche dubiosen Firmen und wundern sich dann halt, dass mehrere tausend Euro flöten gegangen sind. Also es ist relativ schwierig hier zu sagen, Tor ist jetzt das Problem, sondern eigentlich sind es die Menschen hinten dran. Was ich aber auch verstehen kann, ist, wenn man sagt, okay, aber wenn jetzt Tor zum Beispiel so anonym ist, dass ich dadurch Verbrecher nicht schnappen kann,
dann habe ich natürlich auch ein Problem als Strafverfolgungsbehörde. Und natürlich hat man dann ein gewisses Interesse dran, dass die Leute de-anonymisiert werden können. Aber man möchte auch gleichzeitig die Leute, die nicht de-anonymisiert werden sollen, weil sie an sich nichts Illegales machen, nicht de-anonymisieren. Das ist wirklich so ein zweispaltiges Schwert und es ist sehr, sehr schwierig. Ja, Waffen an sich, ja, es ist generell momentan leider stark im Kommen, solche Sachen auszunutzen, was ich sehr, sehr schade finde, weil eben, wie gesagt, das Tor-Netzwerk an sich wichtig ist. Wenn ich mir das Postnetz anschaue, das bietet ja dieselben Möglichkeiten. Ich kann mir über das Postnetzwerk weltweit illegal Sachen zuschieben. Was wäre so dein Wunsch für die... By the way, über das Postnetzwerk wird auch das dann geliefert, was da bestellt wurde. Also zumindest gehe ich mal davon aus, ich wüsste nicht, wie sonst. Wenn ihr irgendwas im Darknet bestellt, wird es ja dann auch über den Postweg geschickt und das bietet natürlich auch mega den Missbrauch. Im Endeffekt wäre ein, ja gut, Postgeheimnis und so, ne, aber es ist ein schwieriges Thema. Ja. Weitere Entwicklung, auch gesellschaftlich? Also ich würde mir wünschen, dass das Netz grundsätzlich voll verschlüsselt ist und für jeden unüberwachbare Kommunikation zur Verfügung stellt, weil ich das Gut der freien Meinungsäußerung sehr hoch halte und sehr hoch einschätze und sehr wichtig einschätze in der Zukunft. Ja. Dass die Schattenseiten bedeuten, wenn man das jetzt Ganze nicht schafft, nicht herstellt für die Bevölkerung, dass es nur Kriminelle benutzen. Das Internet hat die Welt verändert. Nicht immer nur zum Guten. Wäre es nicht zumindest mal einen Versuch wert, es einfach abzuschalten? Wir haben das mal gemacht. Was? Alle Leitungen sind lahmgelegt. Kein Internet mehr. E-Mails gehen nicht mehr raus und Surfen im Internet ist vorbei. Festnetztelefone, die übers Internet laufen, funktionieren nicht. Ja, also alle. Aber auch mit dem Handy geht bald nichts mehr. Bereits nach wenigen Stunden bricht das Mobilfunknetz zusammen, wegen Überlastung. Geld abheben am Bankautomaten, nicht mehr möglich ohne Internet. Auch am Schalter gibt es kein Geld. Die Buchungen werden online gesteuert. Aber mit Geld lässt sich sowieso kaum noch etwas anfangen. Eben. Die Supermärkte können keine Waren mehr bestellen. Ja, und verkaufen geht auch nicht mehr. Der Wegfall des Kasse. Internets hat katastrophale Folgen für die gesamte Wirtschaft. Besonders empfindlich trifft es den Finanzmarkt. Die Transaktionen laufen überwiegend digital. In Krankenhäusern können Schwerstkranke bald nicht mehr mit Medikamenten versorgt werden. Eben. Risikopatienten warten vergeblich auf ihre Tabletten. Ohne Internet funktioniert auch kein Flugverkehr. Flugzeuge können keine Sicherheitschecks machen Auch und Bahn. müssen am Boden bleiben. Ohne Internet steht unsere Gesellschaft still. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Ja, das ist jetzt ein abruptes Ende gewesen, Leute. Damit habe ich nicht gerechnet. Also grundsätzlich, das ist ja auch genau das, warum Denial-of-Service-Angriff so gefährlich ist. Im Endeffekt, das, was sie da durchgeplant haben mit Internet lahmlegen, ist ja genau das, was in Estland passiert ist. Und da ist es nur den Behörden passiert. Das heißt, im Endeffekt ist es halt wirklich komplett alles lahmlegen und du hast nichts mehr. Du hast einfach gar nichts mehr. Du hast auch keine Bildung mehr. Und gut, das, was sie alles schon gesagt haben, hier funktioniert auch nicht mehr. Also, die meisten Leute sind quasi dann instant arbeitslos, weil die Betriebe zumachen müssen. Du kannst dich auch nicht mehr irgendwie auf Lieferanten verlassen. Also, wenn wir sagen, wir lassen das Internet weg, dann sind wir halt wirklich noch vor 1990, weil wir alles digitalisiert haben, was da seither kam. Im Endeffekt können wir gar nichts mehr machen. Auch wir können auch nicht mehr tanken und irgendwo hinfahren, weil die auch relativ schnell leer sind, weil Logistik da hinten dran hängt. Und genau das sind ja die Gefahren, wenn wir IT-Security nicht ernst betrachten jetzt in Zukunft. Vielen Dank an der Stelle für Quarks, dass ihr dieses Thema ansprecht. Ich hätte mir ganz gerne noch ein Fazit gewünscht und das möchte ich hier jetzt ganz kurz geben. Was wir hieran sehen ist, wenn das Internet ausfällt, haben wir ein riesiges Problem. Und das hat eigentlich an sich erstmal nichts mit dem Darknet zu tun. Denn im Darknet, lasst mich das kurz abnehmen, im Darknet könnt ihr euch Dinge kaufen. Und ja, selbst wenn ihr Sachen kauft dort, die von mir aus illegal sind, dann legt ihr damit nicht das Internet erstmal lahm. Was ihr aber auch machen könnt, ist natürlich, ihr könnt einfach, wenn jetzt IT-Security nicht langsam mal ein bisschen mehr behandelt wird hier,
dann kann man auch einfach alle Infrastrukturen separat lahmlegen, indem man zum Beispiel einfach einen riesigen Denial-of-Service-Angriff mit irgendwelchen intelligenten Kühlschränken fährt. Er hat es ja ganz schön gesagt am Anfang. Es gab schon wirklich Denial-of-Service-Angriffe, die ein komplettes Land lahmgelegt haben. Und das kann mit allem passieren. Das kann nicht nur mit einem Land passieren, das kann auch mit der Bahn passieren, dann fährt keine Bahn mehr. Das kann mit Krankenhäusern passieren, das ist auch schon mit Krankenhäusern passiert. Und wenn dann alles mal zusammenfällt, dann haben wir wirklich ein Versorgungsproblem. Und zwar auf lange Frist ein massives Versorgungsproblem. Und deswegen muss man auch dafür sorgen, dass auch so Sachen wie Denial-of-Service-Angriffe, auch wenn sie Billo sich anhören oder so, dass die dann auch verhindert werden oder generell mehr IT-Security. Also im Endeffekt sind die beiden Messages aus dem Video zwei völlig verschiedene. Einmal, man braucht mehr IT-Security, damit solche Blackouts eben nicht vorkommen können. Und das Zweite ist, das hat eigentlich mit dem relativ wenig zu tun, das Darknet wird missbraucht für illegale Drogengeschäfte. So, und ja, beides sind wichtige Take-Home-Messages, aber hier auf der einen Seite dieses Darknet missbrauchen, und da ist dieses Missbrauchen ganz wichtig, denn der eigentliche Zweck ist nicht das Brauchen vom Darknet für Drogen, sondern das Missbrauchen, ja. Also der Gebrauch ist ja eigentlich erstmal ein anderer. Man möchte anonym kommunizieren können. Und das ist erstmal nichts Verwerfliches. Und ja, wie gesagt, das Internet müssen wir natürlich mehr schützen. An der Stelle vielen Dank, dass die Doku rausgekommen ist. Wie gesagt, ich hätte es mir noch ein bisschen länger gewünscht. 10 Minuten sind ein bisschen kurz. Aber ich habe sehr, sehr viel noch zusätzlich gelabert. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Es war jetzt nicht so strukturiert heute, weil ich irgendwie auch bei der Doku erstmal so ein bisschen das Gefühl hatte, dass sie zwei nicht zusammenhängende Punkte miteinander vergleichen. Aber okay. Sagt mir trotzdem ganz gerne, wie es euch gefallen hat. Sagt mir auch, wie ihr die neue Kameraqualität findet. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Und wenn ihr neue Links habt, dann sagt ihr mir Bescheid. Und wir hören uns. Bis dann. Ciao.